Moin zusammen. Heute in diesem Video werde ich eine Zwergenbüste bemalen und zwar nur mit dem Speed Painter Mega Set von Army Painter. Da sind drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24 Farben. Ich hätte es auch einfach lesen können, aber egal. Ja. Angeblich geht man nur einmal drüber und hat eine wunderschöne Schattierung. Dafür mache ich noch ein anderes Video, das Modell natürlich schwarz grundieren und dann mit weiß einfach, ich sag mal, bestäuben. Also nur so leicht von einer Richtung, damit man sieht, wo Schatten ist und wo kein Schatten ist, je nachdem, wo die Sonne hinkommt. Ja, simpel verpackt, wie ich sehe. Einfach hier rein geschmissen. Da ist noch eine zweite drin hier. Genau. Ja, auf jeden Fall werde ich damit diese Zwergenbüste bemalen. Und daran wollte ich euch teilhaben lassen. Bis gleich. Ja, hier ist die Büste. Wie ihr seht, sie ist schwarz grundiert, wie ich schon gesagt habe, und weiß so leicht drüber. Wir fangen an mit Blue Magic für den Mantel. Ich weiß, das interessiert viele von euch. Zumindest laut Instagram, und deswegen fangen wir damit jetzt auch direkt mal an. Es ist eigentlich ganz simpel. Ich habe nur diese Büste schwarz grundiert und dann von oben, als würde das Licht von oben kommen, weiß drüber gemacht. Wie ihr seht, automatisch schwarz-weiße Stellen. Und dafür malen wir das jetzt. Und dazu gibt es wie immer Musik. Bis gleich. Ja, ihr habt es sicher mitgekriegt. Ich habe es zweimal mit dem Blau bemalt, um einfach noch ein bisschen dunkleres Blau rauszukriegen. Als nächstes nehmen wir das Zeloten Yellow für den Helm, damit wir den Helm, also diese Helmverzierung, nicht den Helm selber. Der Helm selber soll Leder werden und diese ganzen Verzierungen, diese Flügel und alles, das werde ich jetzt in diesem Yellow machen. Und dabei gibt es wie immer ein bisschen Musik. Ihr seht schon, nur durch dieses Weiß und durch das Schwarz habt ihr schon eine perfekte oder nahezu perfekte Schattierung. Und das ist jetzt alles nur mit den Speedpaints. Worauf ihr achten müsst, ist, dass die Speedpaints sehr, sehr flüssig sind. Ich habe das an einem Blood Bowl Spieler ausprobiert. Ihr könnt Speedpaints tatsächlich auch quasi als Wash benutzen. Gibt dann natürlich wieder ein bisschen was anderes farbentechnisch. Dazu werde ich aber auch mal ein Video machen. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn ich eine von diesen kleinen Miniaturen damit bemale.
Ob das funktioniert, keine Ahnung. Aber das kommt im nächsten. So, jetzt nehmen wir Hardened Leather und bemalen einfach alles, was Leder sein soll, mit Hardened Leather. Logisch, ne? Und dabei gibt es wie immer ein bisschen Musik. So, jetzt haben wir das alles gemacht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das okay findet, dass, wenn ich so schnell vorspule, dabei Musik laufen lasse. Jetzt kommt Dark Wood, das ist ein dunkleres Braun. Das wird halt den restlichen Leder darstellen, oder das restliche Leder darstellen und den Griff des Hammers. Und wie gesagt, lasst es mich gerne wissen, ob das so für euch okay ist mit der Musik und ihr sagt, ja super, da kann ich nebenbei selber malen und dann ein bisschen Musik hören und ab und zu mal rüber gucken. Oder ob ihr es lieber hättet, wenn ich das einfach ein bisschen rausschnibbel und euch einfach nur zeige, wie das Ergebnis aussieht. So, und jetzt gibt es wieder mal, ihr wisst es, Musik. So, als nächstes habe ich mir gesagt, mache ich die Haare. Dazu sage ich auch gleich schon, und es war wieder mal mein Handy, dazu sage ich gleich schon, ich werde zweimal drüber gehen, weil sonst hat der nämlich nicht rote, sondern rosa Haare. Und das passt nicht wirklich zum Zwerg. Bis gleich. Broken smile and broken
So, das haben wir jetzt auch fertig. Sieht schon ganz cool aus, ne? Aber alleine für die Haare lohnt sich es, Speedpaints zu benutzen, meiner Meinung nach. Aber gut, das kann ja auch jeder selber. Wenn man, glaube ich, noch trocken bürstet und so, dann hat man noch ein bisschen mehr Effekt. Werde ich aber an diesem Modell nicht machen, da ich ja gesagt habe, nur mit Speedpaints. So, jetzt nehmen wir nochmal das Dark Wood und malen halt alles schwarz an. Was mir leider aufgefallen ist, schwarz, dunkelbraun, was mir leider aufgefallen ist, ist, dass ich scheinbar mit dem Weiß das nicht so richtig hinbekommen habe, also mit den Schattierungen. Weil die dunklen Farben sieht man auf dem Schwarz irgendwie gar nicht. Also da sieht man gar keinen Unterschied. Großartig. Das ist leider ein bisschen schade, aber Übung macht den Meister. Jetzt nehmen wir Crusader Flash für die Haut des Zwergs. Und da bin ich auch mal schon sehr gespannt drauf. Ich befürchte aber, die werde ich auf der Rückseite nicht sehen, wo es dunkel ist. Und dazu gibt es wieder Musik. Also ich muss sagen, auf dem hellen sieht man das Flash sehr, sehr gut. Und wie befürchtet, das dunkle leider nicht. Also auf dem dunklen leider nicht so. Ja gut, fürs nächste Mal weiß ich es. Gut, dass es aus dem 3D-Drucker kommt. Ja. Jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen grau gemacht und gehe nochmal mit dem Dark Wood drüber. In der Hoffnung, dass man jetzt zumindest ein bisschen was erahnt, welche Farbe das ist. Bis gleich. Jo, und damit haben wir ihn fertig. Das Blau vom Mantel ist das Blau, was ich auch für den Hammer benutzt habe. Dann habe ich ein Stone Grey, ähnliches Grau genommen für den Hammer und für die Prothese, die der Zwerg hier hat. Und das Magic Blue habe ich auch benutzt, um die Steine auf der Prothese zu bemalen. Also das sah auch wieder richtig cool aus durch diese Schattierungseffekte. Ja, natürlich bedanke ich mich wie immer bei allen Abonnenten. Freut mich, dass es euch gefällt. Wir sind mittlerweile 70 Leute, 71 mit mir, 70 Leute in der Community und ich finde das einfach super. Und wie gesagt, lasst gerne Kommentare da, was ich ändern soll, ob ich irgendwie, weiß ich nicht, die Kameraeinstellungen ändern muss oder wie eben erzählt, das mit der Musik, ob ihr lieber sagt, nee, spring ruhig so ein bisschen, zeichne nur kurz und dann hinterher das fertige Modell. Ja, und dann sage ich mal, bye bye.